Hallo Olivia, Hallo. wir sind jetzt 4 Monaten ungefähr nach der letzten, Genau, zweiten FFS-OP, das war ein genau. Facelift Mhm. mit Liplift. Und ich habe ein paar Fragen. Die erste Frage ist, welche Probleme hattest du, die dazu geführt haben, dass du überhaupt eine FFS hast machen lassen? Ähm, Das eigentliche Problem war, dass ich mich relativ spät ja nun für die Transition entschieden habe, sodass sozusagen die Physiognomie sehr männlich war. Mhm. Trotz langer Haare, trotz Make-up und so weiter und trotz eben auch Hormonbehandlung. So. Das war der wesentliche Punkt eigentlich. Und warum hast du dich dazu entschieden, zu mir zu kommen? Weil sie der Beste sind. Das steht ja wohl außer Frage. Und Vielen das Dank. sage ich auch ohne sozusagen, also das sage ich wirklich aus voller Überzeugung. Insofern kann ich das auch hier jetzt nochmal sagen. Und was hat die OP dir gebracht? Ähm, in den meisten Fällen, also ich bin ja nun leider Gottes sehr groß an Höhe, sprich 1,88. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Leute mich eben nicht mehr misgendern, sondern die gucken mich an, so wie man sich eben auf der Straße beispielsweise anguckt und gucken in der gleichen Sekunde wieder weg, weil sie sehen halt einfach nur eine Frau, die eben groß ist, die ihnen manchmal auch gefällt, dann gucken sie tatsächlich noch ein zweites Mal hin. Aber so dieses Missgendern ist eigentlich so gut wie, dass es nicht mehr stattfindet. Das Fantastisch. ist der entscheidende Punkt. Jo. Kannst du vielleicht was erzählen über deinen Aufenthalt in unser Gästehaus? Der war äußerst angenehm und ja, ist halt für die Rekonvaleszenz auf jeden Fall war es schon mal gut. Ja, das ist einfach eine sehr nette Atmosphäre, ausgesprochen nettes Personal, freundlich und engagiert und eben auch kompetent. Und man hat auch die Möglichkeit, einfach mit anderen Betroffenen in dem Falle so ein bisschen in Kontakt zu kommen, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Und was ich eben auch sehr schön fand, weil ich ja nun auch zweimal zu unterschiedlichen Zeitpunkten da war, dass eben auch tatsächlich aus anderen Nationen, anderen Kulturen entsprechende ja, transidente Menschen, Frauen in dem Falle ja da waren und man die mal kennenlernen konnte und auch einfach so deren Probleme mal hören konnte. Das fand ich sehr interessant. Ja. Und wenn du dich selber bevor deiner FFS noch einen Rat geben könntest, was würde dieser Rat sein? Vor der Operation, Ja, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts wirklich Kluges zu ein. okay. Äh, Letzte Frage. Wenn jemand die Interesse daran hat, sich bei uns operieren zu lassen, mit dir Kontakt aufnehmen möchte mhm, per E-Mail, mhm. wäre das okay für dich? Das wäre kein Problem. Das, Also ich meine, ich bin ja nun selber Ärztin und insofern ist es mir auch ein Anliegen. Ich habe auch mittlerweile zwei transidente Frauen sozusagen in meiner Praxis als Patientin. Insofern ist es mir, also mache ich das auch gerne, dass ich anderen da weiterhelfe. das ist sehr lieb von dir. Gerne. Vielen Dank fürs Interview. Gern geschehen.